Hallo ihr Lieben, heute habe ich das perfekte Dessert für eure Silvesterparty. Ein fruchtiges, leichtes Mandarinen-Prosecco-Dessert. Es ist super einfach zuzubereiten und eignet sich hervorragend, um es im Voraus vorzubereiten. So habt ihr mehr Zeit zum Feiern und nach Belieben könnt ihr es auch wunderbar ohne Alkohol machen. Also lasst uns direkt loslegen und dieses leckere Dessert zaubern, das garantiert alle begeistern wird. Für dieses Dessert brauchst du Dosenmandarinen, 3 frische Mandarinen zum Entsaften, Prosecco oder alkoholfreien Sekt sowie Gelatine oder Agar-Agar. Zuerst verteilst du die Mandarinensegmente in kleine Gläser. Dann halbierst du die frischen Mandarinen und presst sie aus. Den Saft gibst du durch ein Sieb in einen großen Krug und fügst den Prosecco hinzu. Wenn du eine alkoholfreie Variante bevorzugst, kannst du alkoholfreien Sekt, Orangenlimonade, Saft oder eine Mischung aus Saft und Sprudelwasser verwenden. Jetzt weichst du 6 Gelatineblätter für 5 Minuten in kaltem Wasser ein. Alternativ kannst du auch Agar-Agar verwenden. Nach den 5 Minuten nimmst du die Gelatineblätter aus dem Wasser und lässt sie in einer Schüssel mit heißem Wasser schmelzen. Dafür koche ich das Wasser im Wasserkocher und gebe dann esslöffelweise heißes Wasser zu, bis die Gelatine vollständig aufgelöst ist. Die geschmolzene Gelatine rührst du nun in den Krug mit der Flüssigkeit ein und mischt alles gut durch. Anschließend gießt du die Mischung in die vorbereiteten Gläser mit den Mandarinensegmenten. Stelle das Dessert nun kalt und lasse es für mindestens 4 bis 5 Stunden fest werden. Das Dessert habe ich gestern vorbereitet und es ist schon schön fest geworden. Der Mandarinenschicht sieht wirklich schön aus mit dem Mandarinchen. Die sieht man auch so leicht durch den Saft und Prosecco. Was ich dazu sagen wollte, ich hatte nur solche ganz große Gläser und ich wollte, dass es so wirklich schön aussieht, dass man eine große Schicht dieser Mandarinenfüllung hat. Deswegen habe ich nur 2 Desserts gemacht, aber das ist eine ganz große Dessert und ich würde dir empfehlen, eher 4 Portionen daraus zu machen. Klar, der Dessert ist sehr leicht und wenn du magst, kannst du es auch so groß machen in 2 Portionen, aber ich würde eher empfehlen, 4 Portionen daraus zu machen. Jetzt fehlt uns nur noch die Sahne und ich finde es toll, dass man den Dessert einen Tag im Voraus zubereiten kann und dann kann man kurz vor dem Servieren die Sahne fertig machen und so schnell ist das Dessert dann auch schon bereit zum Servieren. Für die Sahnetopping habe ich hier 100 Gramm Schlagsahne. Ich gebe noch einen Esslöffel Zucker dazu und einen Teelöffel Vanille und dann das Ganze mit dem Mixer steif schlagen. Und dann das Sahne auf das Dessert geben. Wenn du magst, kannst du das mit einem Spritzbeutel machen. Ich mache das heute ganz einfach mit einem Löffel. Und da habt ihr es, das perfekte Silvesterdessert, das fruchtig, spritzig und einfach zu machen ist. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und dass ihr es jetzt zum Silvester testen werdet. Das hier ist mein letztes Video für 2024 und ich möchte mich bei euch allen ganz herzlich für eure Unterstützung bedanken. Ihr habt meinen Kanal zum etwas ganz Besonderem gemacht. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr voller Freude, Gesundheit und natürlich leckere Rezepte. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Jahr mit euch. Hyvää uutta vuotta, tschüss und bis zum nächsten Mal.